Hallo, ich bin Hans-Peter Zimmermann, Privatpilot für Helikopter und Flächenflugzeuge. Am 4. Juli 2018 startete ein 53-jähriger Pilot zusammen mit seinem Schwager von Bad Vöslau in Österreich in Richtung Wels. Das Flugzeug stieg kurz nach dem Start ganz steil nach oben, geriet dann in einen Strömungsabriss und kippte nach rechts. Es stürzte nahezu senkrecht in die Wiese rechts von der Piste. Beide Insassen kamen dabei zu Tode. Was ist passiert? Das schauen wir uns gleich an. Aber vorher wie immer meine kleine Vorbemerkung. Bei der Premiere meines Videos das Wasserkuppe-Drama, bei dem wir über das großzügige Geben mit Trinkgeldern sprachen, schrieb ein anonymer Kommentator im Chat: Ich gebe nie was, mir schenkt schließlich auch keiner was. Ich möchte diesen Mann etwas fragen. Ich gehe davon aus, dass es ein Mann ist. Hast du schon jemals einen Menschen erlebt, der zu einem Kachelofen sagte: Gib mir warm, dann gebe ich dir Holz? Oder kennst du irgendeinen Landwirt auf der Welt, der zu einem Stück Land gesagt hat: Jetzt will ich erst mal sehen, was du für mich tun kannst, und wenn ich damit zufrieden bin, werde ich dann mir überlegen, ob ich nächstes Jahr Samen und Dünger kaufe. Ihr seht, worum es hier geht, oder? Dieser arme Mann, der glaubt, dass Nehmen vor dem Geben kommt, der hat mein vollstes Mitgefühl, denn er lebt in der Hölle. Allerdings in einer Hölle, die er selbst erschaffen hat. Und jetzt zu unserem heutigen Fall. Am 4. Juli 2018 um 8:10 Uhr startet ein 53-jähriger Pilot auf dem Flugplatz Bad Vöslau zusammen mit seinem Schwager auf der Piste 31 links. Das Ziel war Wels. Bad Vöslau liegt südlich von Wien, Wels liegt südwestlich von Linz. Das Flugzeug war eine modernst ausgerüstete Cessna 172, die der ortsansässige Verein einmal aus Frankreich beschafft hatte. Die französische Immatrikulation wurde beibehalten, weil das einige Vorteile bringt, was die Wartungsvorschriften angeht. Kurz nachdem das Flugzeug abhob, stieg es steil nach oben, kippte nach rechts und stürzte in das Feld rechts von der Piste. Es wurde umgehend Alarm ausgelöst, der Passagier wurde sofort aus dem Wrack befreit, weil da noch Hoffnung bestand auf Wiederbelebung. Der Pilot, bei dem konnte man nur noch den Tod feststellen, und der blieb im Wrack, bis die Untersuchungsbehörde eintraf. Allerdings waren auch die Wiederbelebungsversuche beim Passagier vergeblich. Das Erste, was der Untersuchungsbehörde auffiel, war, dass die Trimmung nicht auf Take-Off-Position war, sondern vollständig auf Nose-Up, also hecklastig. Dieser Umstand wurde löblicherweise sofort den betroffenen Vereinen kommuniziert, damit diese ihre Piloten entsprechend instruieren und weitere Unfälle damit vermeiden konnten. Nachdem technische Defekte ausgeschlossen waren und es auch klar war, dass Gewicht und Schwerpunkt in Ordnung waren, also innerhalb der zulässigen Grenzen, war es klar, der Pilot hatte offenbar die Checkliste nicht korrekt abgearbeitet. Denn dort steht ganz klar, dass man nach dem Testen des Autopiloten noch einmal prüfen muss, ob die Trimmung tatsächlich auf der Startposition, also auf der Take-Off-Position ist. Die Cessna mit der Immatrikulation Foxtrot Hotel Foxtrot Papa Lima war mit einem Garmin G1000 mit integriertem Autopiloten GFC 700 ausgestattet. Bei diesem Autopiloten kann es offenbar zu einem sogenannten Autopilot Runaway kommen. Bei anderen Autopiloten ertönt dabei eine Warnung, dass die Trimmung eben gerade verstellt wird, bei diesem Autopiloten offensichtlich nicht. Das wäre aber grundsätzlich kein Problem, sofern man sich an die Checkliste hält und tatsächlich nach dem Ausschalten des Autopiloten, also nach dem Test, noch einmal prüft, ob die Trimmung korrekt eingestellt ist. Es gibt also zwei Möglichkeiten. Entweder hat der Pilot den Autopiloten nach dem Test vergessen auszuschalten, oder er hat nach dem Ausschalten des Autopiloten nicht nochmals geprüft, ob die Trimmung auf Takeoff ist. Die österreichische Untersuchungsbehörde hat mehrere Sicherheitsempfehlungen an die Flugzeugherstellerin Cessna und an die Avionikfirma Garmin abgegeben.
Unter anderem wurde empfohlen, beim Autopiloten eine akustische Warnung einzubauen, damit, wenn der Autopilot tatsächlich die Trimmung verstellt, der Pilot das dann auch weiß. Die amerikanische Untersuchungsbehörde NTSB, also National Transportation Safety Board, schmetterte all diese Sicherheitsempfehlungen als nichtig ab und verlangte auch, dass ihre Stellungnahme in den Bericht mit aufgenommen wird. Ich vermute, es ging hier um ein juristisches Problem. Hätten die nämlich diese Sicherheitsempfehlungen akzeptiert, wäre das möglicherweise einem Schuldeingeständnis gleichgekommen und die beiden Firmen hätten mithaften müssen. Ich habe in den 90er Jahren in Amerika mal ein paar Ausbildungsstunden auf der Cessna 172 genommen. Aber das ist an sich nicht nötig, um zu wissen, dass wenn die Trimmung vollständig auf Nose-Up ist, dass dann das Flugzeug zu früh abhebt. Also noch bevor es die sogenannte Rotation Speed, die Abhebegeschwindigkeit, erreicht hat. Die normale Reaktion wäre also, dass man sofort das Gas zurücknimmt und den Start abbricht. Wir sehen hier im Simulator, dass die verbleibende Pistenlänge längstens gereicht hätte. Warum hat der Pilot das nicht getan? Warum hat er nicht sofort das Gas weggenommen? Der Untersuchungsbericht spricht hier vom sogenannten Startle-Effekt. Also er spricht davon, dass wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, der Pilot in eine Art Schockstarre fallen könne. Dagegen spricht allerdings die Aussage von Augenzeugen, dass diese steile Kurve zwischendurch ein ganz klein wenig abgeflacht war und dann erst wieder anstieg. Hier kann ich nur spekulieren, also schreibt mir bitte nicht, ich sei hier am Spekulieren. Ich weiß, dass ich das tue, aber das muss ja einem Privatpiloten erlaubt sein, darüber nachzudenken, was das Problem gewesen sein könnte, damit er nicht denselben Fehler macht. Ich habe in Amerika einmal einen Fluglehrer erlebt, der hatte eine seltsame Philosophie. Also in meinen Augen war die seltsam. Der hat gesagt, man dürfe ruhig beim Take-Off beide Hände am Steuerhorn haben. Der Grund offenbar, dass man das Flugzeug irgendwie besser im Griff habe oder ein besseres Gefühl für den Start. Keine Ahnung, er konnte es mir nie so richtig erklären. Meiner Meinung nach und auch der Meinung von all den Fluglehrern, die ich in der Schweiz getroffen habe, entspricht eher, dass unbedingt eine Hand immer an den Throttle gehört, also an den Gashebel, damit man jederzeit den Start eben abbrechen kann. Was wäre also, wenn dieser Pilot beide Hände am Steuerhorn gehabt hätte? Dann hätte er den Moment, wo er das Gas zurücknehmen sollte, verpasst. Und möglicherweise hat er dann erstmal gegen diesen enormen Steuerdruck gekämpft, also quasi gestoßen am Steuerhorn. Das würde dieses Abflachen der Kurve erklären. Und vielleicht hat er dann eine Hand wieder weggenommen vom Steuerhorn und wollte mit dem Trimmrad die Trimmung verstellen. Und damit hat der Steuerdruck so stark zugenommen, dass er eben wieder so steil anstieg, dass er im Strömungsabriss landete. Das wäre zumindest eine logische Erklärung, aber wie gesagt, es bleibt Spekulation. Das Garmin G1000 hätte die Möglichkeit, dass man eine Speicherkarte einsetzt und dann würde diese Speicherkarte gewisse Parameter von diesem Flug aufzeichnen. Das hat dieser Pilot leider nicht gemacht, es war also keine Karte im Speicherslot und deswegen muss man sagen, der Pilot hat den wahren Grund dieses Absturzes mit in sein Grab genommen.